Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Stornierung gehen. Aber nicht die normale Stornierung, sondern die freundliche Stornierung bei Paul Camper. Was bedeutet das für euch als Vermieter? Welche Möglichkeiten ergibt das für euch als Mieter? Bleibt dran, bis gleich, wir schauen es uns mal näher an. Kleine Info noch am Rande, kleiner Tipp, und zwar packe ich euch unten die Beschreibung in Gutschrift-Link. Wenn ihr dort über den Link reingeht und dann zu Paul Camper geht und dann dort eine Buchung macht oder eine Anmeldung macht als Vermieter oder wie gesagt eine Reise bucht oder was und ihr geht aber vorher über den Link da drauf, dann gibt es eine 30 € Gutschrift, die habt ihr schon mal von vornherein dann, die wird dann schon mal abgezogen von den Reisekosten und das ist ja grundsätzlich nie verkehrt. Ja, schön, dass du dabei bist. Es gibt zu dem Thema Stornierung schon ein Video, ich blende das mal hier oben ein. Da geht es um das komplette Thema Stornierung, was es für Fristen gibt und so weiter und so fort, was es für Möglichkeiten gibt. Ich spreche noch mal ganz kurz die Zeiträume an, bevor wir dann zum Thema freundliche Stornierung kommen. Und zwar gibt es ja grundsätzlich die Stornierungsthemen bei Paul Camper, dass ihr vom 50. Tag oder bis zum 50. Tag vor Anmietung, vor Reisebeginn, vor Reiseantritt 30% des Mietpreises bezahlt bekommt, sage ich jetzt mal, als Vermieter und erstatten oder bezahlen müsst bei einer Stornierung als Mieter. Weiter ist es so, vom 49. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt sind das 75% und ab dem 14. Tag sind das 90%. Die Provision von 15% für Paul Camper muss auch voll bezahlt werden und das egal wie lange im Voraus storniert wird. Diese 50% müssen immer bezahlt werden, weil die ganz einfach natürlich an die Plattform gehen und nicht an den Vermieter. Bei Anmietung am selben Tag sind es 100%. Ja? So, wer das genauer wissen will, das Thema, wie gesagt, es gibt ein Video zum Thema Stornierung, schaut euch das da näher an, da sind auch Links dabei und so weiter. Aber heute wollen wir mal zum Thema kommen, freundliche Stornierung. Die gibt es nämlich auch noch, die könnt ihr als Vermieter anwählen, dann wird die angezeigt, auch direkt, wenn Mieter also eine Reise suchen und sehen euer Profil, dann wird direkt blau eingeblendet, freundliche Stornierung. Und jetzt ist die Frage grundsätzlich, was bedeutet das denn, so eine freundliche Stornierung? Wo ist denn da der Vorteil? Wenn ihr die als Vermieter anwählt, in eurem Profil mit auswählt, diese Möglichkeit, diese Option, ist natürlich vom Vorteil, weil natürlich die Mieter das sehen und da natürlich dann potenziell eher euch buchen, wie andere, die das vielleicht nicht haben, weil ihr natürlich den Vorteil bietet, dass der Mieter da besser stornieren kann und im Notfall eher rauskommt. Ist ja in der heutigen Zeit, wir haben jetzt 2021, wir haben Corona, ist das natürlich mit Stornierung sowieso nochmal so ein Thema, was viel aktueller ist und viel wacher ist und wo man viel mehr sensibilisiert ist als Kunde. Als Vermieter oder als Mieter ist ja egal, auch für Vermieter ist das natürlich ein Thema. Also ihr als Kunden, als Mieter, schaut da ruhig, wenn ihr bei Paul Camper sucht, freundliche Stornierung, da habt ihr natürlich Vorteile und weniger Risiko. Und was das bedeutet, bis zu 7 Kalendertage vor Reiseantritt könnt ihr als Mieter beim Vermieter, wenn er diese freundliche Stornierung ausgewählt hatte, bei Buchung natürlich, könnt ihr die anfragen. Ne? Die ist nicht automatisiert drin. Ihr könnt dann sagen, ja, aus dem und dem Grund möchten wir gern die freundliche Stornierung aktivieren. Ja? Was das bedeutet, die offizielle freundliche Stornierung wird durch den Vermieter akzeptiert, wenn einer der folgenden Gründe greift oder da ist. Einmal pandemiebedingte Gründe. Ne? Ich hoffe mal, dass das nicht mehr so lange gilt. 2021 ist es noch ein Thema. Der geplante Urlaub wurde nachweislich zu einem Risikogebiet geplant. Ne? Also offizielle Website, Robert-Koch-Institut und so weiter ist das zu erkennen, ist ein Risikogebiet. Klar, da greift natürlich ohne Probleme diese freundliche Stornierung. Ne? Dann der Standort des Campers, also wo der Vermieter sitzt, liegt offiziell in einem Risikogebiet. Also auch da kann man nicht verlangen, dass ihr als Mieter da in dieses Gebiet reist und dann die Nachteile potenziell habt. Ja? Reisende müssen nachweislich oder müssten, wenn sie die Reise antreten würden, in Quarantäne. Ne, kann man auch nicht verlangen, da greift diese freundliche Stornierung auch. Ansonsten sonstige Reisebeschränkungen, Verbote und so weiter, geschlossene Campingplätze, offizielle, muss alles über die offizielle Seite des Bundes für Campingwirtschaft und so weiter und so fort, da kann man sich informieren. Oder
die offizielle Seite des ÖAMTC für Österreich. So, das ist jetzt die offizielle Info. Ansonsten schwerwiegende Gründe. Ne? Sonstige Gründe, die eine Buchung unzumutbar machen und nicht durch Versicherungsbedingungen abgedeckt sind, werden nach dem eigenen Ermessen des Vermieters akzeptiert oder abgelehnt. So, das ist jetzt nochmal wichtig. Also es gibt natürlich sonstige Gründe, die vielleicht auch schwerwiegend sind, aber nicht jetzt eben von diesen, die ich vorgelesen hatte. Und da ist das dann so ein bisschen eine Ermessensfrage. Also diese freundliche Stornierung, die ist bei einigen Gründen, die ich jetzt ja gerade vorgelesen habe, hauptsächlich pandemiebedingte Gründe, ist die natürlich automatisiert drin. Ansonsten gibt es schwerwiegende Gründe oder allgemeine Gründe, sage ich mal, wo ihr natürlich dann nicht pauschal, wie bei einer normalen Stornierung, diese Bedingungen gelten, sondern ihr könnt über diese freundliche Stornierung, habt ihr quasi die Möglichkeit als Mieter, euch mit dem Vermieter so ein bisschen zu einigen. Sagen wir mal so. Ne? Also es ist nicht pauschal klar, nee, Stornobedingungen, ihr müsst jetzt das und das zahlen, sondern ihr könnt sagen, ich sage jetzt mal nicht bitte, bitte, aber gibt es denn die Möglichkeit, wir haben jetzt den und den Fall, wir würden jetzt gerne da stornieren, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt die 70% oder 75% oder wie auch immer der Kosten zahlen, können wir uns ja irgendwie einigen. Grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn ihr als Mieter stornieren möchtet oder müsst, es ist irgendwas, beruflich oder wie auch immer, kommt ein großer Auftrag rein und ihr könnt nicht mehr auf Reisen gehen, dann ist es immer eine gute Option, auch als Info für die Vermieter, immer eine gute Option zu verschieben. Und zwar ist es ohne Probleme möglich, eine gebuchte Reise einfach im System, ja, dass der Vermieter diese ändert. Und zwar gibt es dann einfach so ein Änderungsangebot. Ne? Der muss euch ja bei der Buchung oder vor der Buchung ein Angebot senden. Dieses Angebot nehmt ihr an und dann ist das ja erstmal eine Buchung und sozusagen eine feste Reisebuchung. Ja? Und diese Geschichte kann man auch abändern. Das heißt, man kann das verlegen, diesen Zeitraum. Man kann dann auch sagen, ja, ihr habt jetzt von mir aus im April eine Woche geplant und es wird nichts. Ihr müsst es stornieren. Auch wichtig, wenn euer Vermieter vielleicht keine freundliche Stornierung habt. So habt ihr eine Möglichkeit, auch um die Stornokosten herumzukommen. Ihr sagt einfach, wir möchten bei dir die Reise machen, aber es klappt jetzt im April nicht, wir würden sie gerne im Juni machen. Oder auch, wir haben jetzt 6 Tage gebucht, wir würden gerne jetzt die nicht machen, aber dafür im Juni vielleicht 10 Tage. Wie auch immer, das ist alles abänderbar. Der Riesenvorteil für euch ist, es entstehen keine Stornogebühren, weil ihr die Reise ja verschiebt. Und es entstehen auch nicht die Paul-Camper-Gebühren, diese 15%, die ja auf jeden Fall entstehen würden bei einer Stornierung, auch bei einer freundlichen Stornierung, weil da hat ja der Vermieter nichts mit zu tun, die fallen auf jeden Fall an. Also da könnt ihr als Mieter drum rumkommen, indem ihr einfach sagt, wir verschieben das. Ne? Aber bitte seid da fair und verschiebt nicht pauschal. Und dann vielleicht, um zu sagen, wir sehen, ob wir es dann machen, Hauptsache wir haben erstmal keine Stornierungskosten, sondern macht das schon fair. Ne? Dieses ganze Konstrukt besteht aus fair. Ne? Und dann ist es für alle Beteiligten auch rund. Ne? Also es bringt ja dem Vermieter auch nichts, wenn er jetzt da zwanghaft da Druck macht und für ein nicht rausgegebenes Mobil dann noch Geld kassiert. Das ist zwar wirtschaftlich, aber das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache und fühlt sich sicher auch nicht so toll an. Besser ist doch, wenn sich alle gut verstehen und alle beim nächsten Mal sagen, wir machen es wieder zusammen. Ja? Also, aber das ist noch eine Möglichkeit, lieber verschieben wie gleich stornieren. Wenn natürlich die Möglichkeit besteht, dieser freundlichen Stornierung, auch dann könnt ihr natürlich einfach verschieben, weil ihr dann diese 15% von Paul Camper auch spart. Ja? Die kommen ja auf jeden Fall, auch wenn euch der Vermieter da entgegenkommt. Und das ist auch rein wirtschaftlich, muss man das den Vermietern, die das machen, anrechnen, denn die verzichten ja da auf Geld, weil man muss ja sehen, wenn so eine Stornierung kommt, dann heißt das ja nicht, es ist egal, sondern der Kalender war blockiert. Ne? Und wenn so eine Woche vorher oder 8 Tage bis 7 Tage vorher geht es ja, aber wenn 8 Tage vorher eine Stornierung kommt, eine freundliche, können wir das vielleicht und der Vermieter sagt dann, weil er fair ist, sagt dann vielleicht, ja, ist okay, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal es wieder probiert bei mir und ne, ich verzichte jetzt drauf, euch da die 1000 Euro abzunehmen. Ne? Dann ist das natürlich super fair von diesem Vermieter, weil er ja dann in dieser Woche wahrscheinlich keine neue Buchung für diesen Zeitraum bekommt. Das ist vielleicht ein bisschen knapp und da verliert er wirklich viel, viel Geld. Das Mobil steht rum. Also das wirklich den Vermietern auch hoch anrechnen und nicht fälschlich benutzen, bitte. Aber es gibt ihnen die Möglichkeit. Wobei so eine Verschiebung ist da immer für alle Beteiligten besser, für den Vermieter und für euch. Für den Vermieter ist es fast egal, weil er hat ja dann immer das Problem, dass dieser Zeitraum dann wahrscheinlich leer bleibt.
aber ihr habt den Vorteil als Mieter, dass ihr die 15% Provision an Paul Camper spart. Ne? Und das 15% kann ganz schön viel sein bei einer großen Reise von ein paar Wochen. Ne? So, ja, hier steht auch drin, bitte unbedingt fair und möglichst einvernehmlich entscheiden. Ja? Also fair ist es, ja, muss von beiden Seiten fair sein. Ne? Also wichtig ist auch, dass ihr als Mieter immer noch mal guckt oder dass ihr auch als Vermieter vielleicht in dem Fall noch mal nachhakt, ob der Mieter diesen Komplettschutz gebucht hat, wo Reiserücktritt mit drin ist. Weil es gibt ja verschiedene Bedingungen, wo, wie zum Beispiel Krankheit oder wie auch immer, wo Reiserücktritt dann vielleicht auch die Kosten übernimmt und da dann vielleicht das Problem auch extern gelöst werden kann. Für euch als Vermieter nochmal die Info, natürlich könnt ihr das dann alles in dem Bereich meine Buchung, könnt ihr die freundliche Corona-Stornierung aktivieren, die annehmen, die entgegennehmen und dann entstehen auf eurem Mieter diese Kosten, die ihr bekommen hättet, nicht. Versicherungskosten und so stehen natürlich auch nicht, weil es kommt keine Reise zustande und die Provision für Paul Camper muss natürlich trotzdem gezahlt werden, aber wie gesagt, lieber dann verschieben aus Mietersicht, da spart ihr die 15% und habt dann irgendwann anders dann trotzdem eine schöne Reise und vor allem der Mieter und der Vermieter bleiben zusammen und dann gibt es dann trotzdem irgendwo auch als Wiedergutmachung dann trotzdem das Geschäft. Ja. Ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte zum Thema freundliche Stornierung. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und in Zukunft dabei seid bei weiteren Videos. Gern auch einen Daumen hoch geben, das freut mich immer besonders. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Gibt es viel zum Thema Vermietung, aber auch Tipps und Tricks ums Wohnmobil, rund ums Campen, Wohnwagen und Co. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen. Bis bald. Ciao, ciao.